Ready to go? Yes. Ain't no stopping us, we do the impossible. Yeah. Ain't no stopping us, we do the impossible. Straight to the top, we're the top dogs and you're not. Too real, never fake it. So close, I can taste it. We do the impossible. Große Unsicherheit, wie geht es überhaupt weiter? Das ist sicherlich das Schwerste in diesem Jahr. Heimat bedeutet für mich Heidelberg. Heidelberg ist der Ort, wo ich zur Schule gegangen bin, aufgewachsen bin. Ich habe hier Philipp kennengelernt. Ich kenne mich super gut aus und fühle mich hier einfach zu Hause. Seitdem wir hier wieder hergezogen sind und hier auch für vermutlich den Rest unseres Lebens erstmal wohnen werden, habe ich eine ganz starke Verbindung zu dem Ort hier. Die Natur bietet eigentlich alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, wenn ich draußen unterwegs bin. Und deshalb war es ein Riesengeschenk, dieses Jahr so viel Zeit hier zu Hause verbringen zu können. Speziell an dieser Vorbereitung war sicher die lange Zeit zu Hause. Also ich glaube, in den letzten Jahren haben wir nie so viel Zeit am Stück zu Hause verbracht. Für mich war das in keiner Weise negativ, sondern ich habe das eigentlich als sehr wohltuend empfunden. Mein Zuhause gefällt mir extrem gut, ich fühle mich da wohl, dort kann ich Kraft schöpfen und auch wirklich zu mir finden und mich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Und somit habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, dass ich selten in den letzten Jahren so gut strukturiert trainieren konnte. Und trotzdem war es schön, nachdem die Profisportbestimmungen so ein bisschen gelockert wurden, dass wir eben auch in einer kleinen Gruppe uns zumindest einmal die Woche gemeinsam ein bisschen in den Hintern treten konnten und uns da gegenseitig motiviert haben. Das Schwierige war natürlich, dass wir immer noch diese Sorge hatten, findet das Rennen wirklich statt. Das war eigentlich so die große Sorge die ganze Zeit, die wie eine dunkle Wolke über der Vorbereitung hing. In Daytona war es richtig cool. Ich habe diesen schicken Helm mitgebracht, der Gutes bedeutet, denn ja, ihr habt sicher gesehen, das Rennen lief richtig gut. Ich bin Dritte geworden bei einem Feld, wo ich mir das wirklich nicht von mir erwartet hätte, sage ich mal, dass es nach diesem Jahr da so gut läuft. Die Strecke war auch nicht unbedingt jetzt für mich gemacht, also gerade mit einem etwas längeren Schwimmen im Verhältnis zu den anderen zwei Disziplinen wäre es für mich sicher anders besser gewesen, also mit einem längeren Radfahren und Laufen. Aber ja, ich würde sagen, ich habe echt das Beste rausgeholt und mir somit wirklich noch einen relativ persönlichen Jahresabschluss beschert. Das Schwimmen in dem See, der eigentlich so eine Art Löschsee ist, das war relativ frisch, war ziemlich kaltes Wasser und
natürlich mit den ganzen schnellen Schwimmerinnen am Start schon auch ein hartes Schwimmen. Selten sind wir so viele starke Frauen an einer Startlinie und das war schon auch eine ganz schöne Waschmaschine. Ich habe mich nicht optimal platzieren können, leider. Das heißt, ich bin da schon ein bisschen hinter meinen Erwartungen geblieben. Ich hätte gerne weniger Rückstand gehabt, aber es hätte, glaube ich, auch noch schlimmer kommen können. Von daher bin ich nicht unzufrieden mit meinem Schwimmen. Ich bin allerdings, glaube ich, irgendwo an Position 27 erst aus dem Wasser gekommen. Das heißt, ich wusste, wenn ich irgendwo nach vorne kommen will, muss ich jetzt erstmal eine richtige Aufholjagd starten. Ich war aber natürlich gebrieft von Coach Philipp Seib, dass ich das Ganze trotzdem mit Ruhe und Gelassenheit angehen muss. Auch 80 Kilometer sind lang und deswegen habe ich da auch jetzt keine Kamikaze-Aktion beim Radfahren draus gemacht, sondern mich echt erstmal zurückgehalten und einfach mich sehr langsam nach vorne gearbeitet. Bis ganz nach vorne hat es dann auch nicht mehr gereicht. Nach einer Zeit haben ordentlich muskuläre Probleme eingesetzt. Da habe ich, denke ich, auch noch ein paar Hausaufgaben über den Winter zu erledigen, um nächstes Jahr für vielleicht ähnliche Rennformate noch besser gewappnet zu sein. Nichtsdestotrotz konnte ich quasi bis zur Spitzengruppe aufschließen und dann sage ich mal schon fast in den Top 5 vom Radsteigen. Laufen war eine richtig schlimme Erfahrung, weil ich die Beine fast nicht heben konnte. Ich nehme daraus mit, dass es sich auf jeden Fall lohnt, immer weiterzumachen, einen Schritt nach dem nächsten, nie aufzugeben. Ich wusste nicht, wie es den anderen geht, ich habe nur gehofft, sie haben ähnlich schlechte Beine. Und dann kommt da einfach auch das Kämpferherz natürlich durch, dass ich einfach bis zum Schluss durchziehen will. Und es ist mir zum Glück gelungen. Und ihr habt sicher die Überraschung in meinem Gesicht gesehen im Ziel. Ich wusste nicht wirklich, wo ich liege. Und der 3. Platz war eine Überraschung im positiven Sinne und ein Riesengeschenk. Und ich bin auf jeden Fall mit dem Trip in die USA, mit dem Rennen extrem happy und dankbar, dass wir die Chance bekommen haben.